Ich bin gerade im Winter Wonderland mit Auto unterwegs, weil ich das Weihnachtsshooting für nächstes Jahr machen möchte. Also das Weihnachtskartenshooting. Und genau, jetzt muss ich mich hier konzentrieren, weil es ist Schnee. Aber ich kann nur sagen, es ist ein unheimlicher Luxus, das Auto mit der Kameraausrüstung vollzuladen und dahin zu fahren, wo ich das Shooting machen möchte. Genau, deswegen geht's jetzt los. Darf nicht sein eigentlich, aber naja. So, willkommen zum Weihnachtskarten-Shooting 2024. Es ist Anfang 2024, aber in der Regel ist vor Weihnachten kein Schnee, weshalb ich immer im Winter, Anfang des Jahres, versuche, das Weihnachtskarten-Shooting zu machen. Und ich habe jetzt ein bisschen Zeitdruck, es ist um 3. Kurz nach 4 geht die Sonne unter, aber ich kann nur sagen, es ist total geil, jetzt nicht mehr mit Rucksack alles mitschleppen zu müssen, sondern alles einzupacken, mit dem Auto an eine bekannte Stelle zu fahren, wobei ich ein bisschen nervös war, weil ich darf hier natürlich nicht reinfahren, außer Förster, ne, und Jäger, die dürfen alles. Und deswegen ziehe ich mich jetzt schnell um. Ronja ist in der Zeit im Auto, damit sie nicht auskühlt. Und los geht's! Du bleibst mal noch kurz drin, nicht, dass du dich auskühlst. So, früher alles im Rucksack, jetzt alles professionell verpackt hier. Und ist auch total praktisch, weil Ronja kann jetzt im Auto warten und kühlt nicht aus. Genau, also Ronja kann jetzt im Auto warten und kühlt nicht aus, solange ich mich umziehe. Weil bei diesen, wir haben jetzt um die 0 Grad, das geht noch, aber man kann sich trotzdem denken, dass man hier nicht ewig rumstehen kann. So, bleib mal drin, Spatz. Oh ey, wer das Video gesehen hat von 2023, wo ich das im Winterurlaub gemacht habe, das war eine andere Hausnummer, als bequem mit dem eigenen Auto vorzufahren. Ja. Oh. Aber das Gute ist, ich kenne die Gegend jetzt hier ein bisschen. Hopp. So. Eigentlich will ich 2 Shootings machen, aber sagen wir mal 1. Ich glaube, das Coole ist bei so anderen Teams, die das mit Teams machen, da gibt es für einen Künstler extra einen Raum, damit er nicht ausfriert. Dann gibt es Stylisten, Leute, die sich um die Kleidung kümmern, Leute, die sich um die Kamera kümmern. Und dann gibt es solche Verrückten wie ich, die das als sehr zeitintensives Hobby betreiben. So. So. Vor allen Dingen das Krasse bei so Wintershootings ist ja, es muss schnell gehen. Es muss schnell gehen. Wobei 0 Grad sind halt echt noch okay, ne? Also schlimmer ist es dann, wenn es so
Also -7 ist dann schon eine andere Hausnummer, -10. Und ich bin zu spät losgefahren. Ich habe jetzt natürlich auch Zeitdruck. Denke ich, glaube, ein Shooting ist realistisch jetzt hier. Also mit einem, ich habe eigentlich noch ein Kleid mit. Na? Habe ich das jetzt auch richtig rum? Ja. Oh, bin ich froh, dass Ronja am warmen Auto ist. So. Ronja kriegt den Pullover an. Aber das Geile ist, da ich mit Auto bin, als ich im Winterurlaub war und alles mit Rucksack geschleppt habe, konnte ich natürlich hier nicht meinen Wollmantel. Jetzt habe ich natürlich ein komplettes Outfit, ne? Also, filme ich auch? Ja, ich filme auch. Also, ne? Und Haare. Stylist Diana kommt jetzt hier. Ne? Dadurch, dass der Stil nicht Prinzessin ist, sondern eher Räubertochter, glaube ich, reicht das so. So, jetzt wechsle ich noch Objektiv. Jetzt habe ich auch mein gutes, also es sind alles gute Objektive, aber jetzt wechsle ich noch auf die 24 mm Linse mit 1,8 Blende. Ist nämlich noch besser. Das Wintershooting ist wegen der Temperaturen herausfordernder. Um Ronja zu schonen, mache ich erstmal alleine eine Testaufnahme. In der Hand halte ich mein Handy, um so meine Kamera zu steuern. Ich stelle über mein Handy meine Kamera ein und betätige auch den Auslöser. Ich arbeite meistens mit einem 5-Sekunden-Auslöser und Ronja macht das immer alles super mit. Allerdings nervt es sie eher, deswegen spanne ich sie meistens nur ein paar Minuten ein. Sie bekommt dann eine Belohnung in Form von Futter und kann dann wieder ihr Ding machen. Das ist sozusagen unser Deal und das läuft auch ganz gut. Und wie das so ist, wenn man alles alleine macht. Manchmal geht etwas schief. Hier funktioniert der Ton nicht. Aber ich glaube, ich habe euch erzählt, es war doch ziemlich frisch. Aber da sieht man mal, trotz besserer Ausrüstung mit Auto und dass ich alles mitnehmen konnte an Ausrüstung, am Ende hat mich mein Handy verlassen oder die Kamera. Aber da sehe ich mal, mit wie wenig Ausrüstung ich sowieso, also vorher auch schon gute Sachen hinbekommen habe. Finde ich irgendwie beeindruckend. Ja, aber ich bin so froh, dass Ronja im warmen Auto ist. Wobei, es kühlt jetzt gerade aus, ne? Aber besser als nix. Jetzt machen wir noch eine kleine Abschiedsrunde. Einen kleinen Spaziergang.
Ronja,